Hallo liebe Püppchenschieber, heute machen wir mal einen kleinen Test. Wir vergleichen die Grundierung Chaos Black von Citadel mit der Grundierung Pitch Black von Miniature Aid. Und weil es sich um Metallminis handelt, benutze ich meinen geliebten Mr. Metal Primer als Grundlage. Am Videoende gibt es dann noch einen kleinen Geheimtipp. Aber legen wir erstmal los. Wer ist Miniature Aid? Hier haben wir die liebe Taschengelddieb GmbH. Und die hat 2021 zwei Wortmarken eintragen lassen. Miniature Aid und Pitch Black, also Pechschwarz. Miniature Aid ist also die Hausmarke vom Taschengelddieb. Die schwarze Sprühgrundierung kostet zurzeit 11,99 €. Wir bekommen dafür 400 Milliliter Inhalt. 1 Liter Produkt kostet also ca. 30 €. Wichtig ist, es ist noch eine Alpha-Version. Es werden also noch Veränderungen in Zukunft am Produkt vorgenommen. Die Sprühdose wird mit einer Standard-Cap für präzises Arbeiten und mit einer Fett-Cap für großflächiges Arbeiten geliefert. Wie bereits gesagt, es ist eine Alpha-Version und hier soll der Glanzgrad je nach Witterungsverhältnissen zwischen Seidenmatt und matt variieren. In der Sprühdose befinden sich statt der sonst nur gleich 4 Mischkugeln. Und was ich gerade in unserer Zeit ganz wichtig finde, Made in Germany. Nun vergleichen wir den Konkurrenten. Chaos Black von Citadel. Beim Würfelkrieger liegt zum Beispiel die 400 Milliliter Sprühdose bei 12,33 €. Das ist ein Literpreis von 30,83 €. Damit ist die Dose von Citadel knapp 90 Cent teurer als die Pitch Black. Produziert wird Citadel im Vereinigten Königreich. Doch wie schlagen sich die Grundierungen in der Praxis? Auf die Metallminis trage ich zuerst mal wieder meinen geliebten Mr. Metal Primer auf. Und ja, dadurch halten alle folgenden Schichten besser. Es ist so. Alles gut. Nun besprühe ich die 5 Minis links mit Chaos Black und die 5 Minis rechts mit Pitch Black. Das mache ich natürlich mal eben draußen auf dem Balkon. Einen Moment bitte. Boah, Schiedwetter. Knapp über 0 Grad und Regen. Aber die Helme sitzen. Was kann ich nun zu den Produkten sagen? Durch die 4 Mischkugeln ergibt sich ein schöneres Schüttelgefühl bei dem Produkt von Miniature Aid. Das muss ich zugeben. Ein leicht besseres Sprühgefühl hatte ich jedoch beim Produkt von Citadel. Warum? Weil ich mit der Dose von Citadel näher an das Modell herangehen konnte. Pro Sprühstoß kommt bei Chaos Black weniger Farbe heraus. Bei Pitch Black hatte ich immer den Eindruck, es würde zu viel Farbe aufs Modell aufgetragen werden. Daher musste ich mit dem Pitch Black etwas mehr Abstand wählen. Aber ich glaube, das ist einfach reine Gewöhnungssache. Und wenn wir am Ende beide Ergebnisse vergleichen, ich kann es kaum unterscheiden. Meine persönliche Meinung und mein Fazit: In der Praxis würde ich das wählen, was ich gerade zur Hand habe. Oder was preislich am günstigsten ist. Beziehungsweise für mich ist auch noch wichtig, dass es nicht große Transportwege hinter sich hat und vielleicht in Germany produziert wurde. Ich habe aber noch für euch einen kleinen Geheimtipp. Weil die Grundierung aus der Sprühdose nicht immer alle Stellen der Miniatur erreicht oder ihr einfach mal Miniaturen in der Wohnung grundieren müsst. Ich benutze dafür von der Firma Molotow das One for All Acrylic in der Farbe Signalschwarz. 180 Milliliter kosten knapp 18 €. Ihr kommt ewig damit aus, könnt es mit dem Pinsel auftragen, ihr könnt das Zeug durch die Airbrush jagen und es funktioniert. Bei Metallminis bitte, ich sag's nochmal, Mr. Metal Primer drunter machen. Und nochmal als Hinweis, alle Produkte, die ich hier zeige, habe ich mir selber gekauft. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich werde weder bestochen noch erpresst. Ich tue alles nur wegen Fame und Nächstenliebe. Und wegen deiner Puppensucht. Ruhe. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Exe.